kann. Ich habe dir was mitgebracht. Ja. Da sind die ganzen Kassiber drin, aber ich glaube, was dich im Moment mehr interessiert, sind diese schönen. So, willst du selber auspacken? Das ist mein Schmuckkassetten. Das hat er gemacht. Das hat er gemacht Am Mittersteig. am Mittersteig. Das habe ich zum 10. Geburtstag von ihm gekriegt. Was? Und die nicht bunten Sachen hat er mit einem Glasschirm gemacht. Das waren diese Stücke. Und da ist ein buntes. Das hat er dann, da hat er mit Erlaubnis der Aufseher schnitzen dürfen, weil er denen auch so viel gemacht hat. Er hat für sie gearbeitet und dadurch haben sie ihm Weil dann sonst erlaubt. hätten wir es ja nicht ja. rausgekriegt. Nicht? Schade, hätte ich noch. Was Das Witziges. ist ein Schwammerl. Ja. Und da sind Leih, da waren noch Fühler drauf. Ah. Und die ja. sind halt Die sind im Laufe abgebrochen der dann Zeit im Laufe der Zeit. Dann haben wir was. So, dann ist leer, aber. Oh, oh. Das hat er mit Glasschirm gemacht. Unglaublich. Unglaublich. Nichts gedrechselt, alles mit Glasschirm. Mit Glasschirm. Wie gesagt, für das haben wir noch mehr gehabt, aber auch verschiedenes hergegeben. Wir haben es im Prinzip, normalerweise haben wir solche Sachen in solche Kuverts, aber weil Das das geht ja so, nicht. das geht nicht, also haben wir dann sozusagen die Nummer vom Kuvert nur draufgeschrieben Ja. und haben aber die dann alle in das Seitenpapier einpackt und dann nicht aufpassen. So, das nimmst du dir wieder mit. Naja, wenn ich mal Wie was ist denn das? austauschen könnte, hätte Ja. ich auch Freude. Na, was Weil möchtest du denn das habe austauschen? ich einmal meiner Tochter geschenkt. Mein Sohn Aha. hat auch was. Und das hätte ich halt, das war gebrochen und ich habe es gepickt damals. Aha, ja. Und das hätte ich halt gern wieder zurückgeben und dafür los. Und dafür kriegen wir die bunte. Geht das? Ja, natürlich geht das. Sind deine Sachen. Ja, naja, wenn ich es einmal hergeben habe, ich wickel das ein und Okay, Gib's mir. wir machen das dann noch schriftlich, aber jetzt passt schon mal. Lassen wir die einmal alle da stehen, ja, aber daneben, weil ich möchte da jetzt die ganzen Kassiber von deinem. Warte, da möchte ich das herlegen. So. Ich möchte nämlich die Kassiber von deinem Vater jetzt noch. Da ist ja ziemlich viel davon da. Oh, ja. aufpassen. Ja. Na, deswegen haben wir es immer eingewickelt, damit Ja, ja. nichts passieren kann. So, schauen wir her. Das sind die Briefe. Ja, das sind die offiziellen Briefe. Ja. So, warte, noch einmal. So, schau her. Die letzte Seite hat immer mir gehört. Die hat immer dir erklärt. Und wenn es sehr schlimm war und meine Mutter hat ihm geschrieben, hat er geschrieben, wenn ich nicht braver wäre, darf ich die letzte Seite nicht mehr haben. Und Der hat ja nur 4 Seiten gehabt, muss man dazu immer, sagen. Der hat ja immer. nur 4 Seiten. Das war ja ein vorgeschriebenes. Genau, vorgeschrieben. Und Er hat auch nicht mit kleinerer Schrift schreiben dürfen, sondern das hat genau in die das hat Zeile genau. hineinpassen Und der müssen. letzte Brief, da hat er 2 Zeilen in eine geschrieben. Er ist eigentlich nicht erlaubt gewesen. Da war viel geschwärzt. Und da haben sie dann dazu geschrieben, wenn er das noch einmal macht, wird Dann- der Brief nicht befördert. Nur er war 2 Tage später tot. Nicht? Also, aber ich schaue jetzt nur, sie haben nämlich eine Geheimschrift dabei gehabt. Und da müsste ich jetzt was, da habe ich noch, da war ich ganz stolz, weil ich Latein schreiben habe Das hast können. du dann geschrieben. Das habe ich geschrieben. Das hat sie, meine Mutter geschrieben. Uli, gibst du mir aus meine Brühe raus, ich sehe das so nicht. Da hat er was da quer geschrieben, darf er auch nicht sein.
Ja, ja, das war im Prinzip auch verboten. Ja, ja. Deswegen war ihm der breite Streifen war ihm auch, damit die Ja, ja, was damit dazu sie nicht so viel vermerken schreiben können. Und damit sie nicht so viel schreiben können. Ja, ich finde jetzt da keins. Da war immer zwischen den Wörtern. Das ist wieder von dir da, ne? Ja, ja, das ist wieder. Aha, das weiß ich nicht, wieso das extra. Danke. Finde ich keins. Ja, vielleicht aus den 41er Jahren, schau, da haben wir dann die Sachen aus den 41er Jahren. Ja, das ist Ja. Wenn wir das einmal wieder. Warte, darf ich? So. Ups. Das ist 42, ne? Das weiß ich heute noch, wie die Heimschrift gegangen ist. Da haben sie in einem Quadrat das Alphabet aufgeschrieben, nur das Y auslassen, weil sie sich sonst nicht ausgegangen. Das ist der letzte, der gehört schon ins 42er Jahr, Ja. Jänner 42 und dann geht es zurück ins 41er Jahr. Ja, das kann ich natürlich nicht mehr so. Das ist von der Mutter da. Ja. Sie hat natürlich schreiben können, wie es wollen hat. Nur, es hat halt ewig gedauert, bis sie es gekriegt haben. Wie lange hat das ungefähr gedauert, bis das zugestellt worden ist? Ganz verschieden. Das heißt, so lange die gebraucht haben im Gefängnis, dass sie es halt Ja. durch die Zensur gehen haben lassen. Ja. Da hat er mir auch noch in Kurrent geschrieben. Da habe ich noch nicht. Ja, das war Stefan. Ja, leider. Das habt ihr ihm geschrieben, ja? Ja, genau. Da Franz Bodnarek, ja. Da war ich immer in die Ferien in Stefan. Ja. So, und da siehst du nämlich einen Zensurstempel. Schau, abgefertigt. Ja, Und dann, das war überall. so, das letzte, was ich dann da habe, das sind, warte, jetzt gehen wir wieder zusammen. Da müsst ihr alle ganz genau durchschauen, dass ich das finde. Schau dir mal das an, das ist natürlich etwas, was offiziell nicht gegangen ist. Ne? Das ist. Also das ist an ihn. Ja. Aber du siehst, auch da hat die Zensur. Kann ausgefolgt werden. Ja, und da hat die Zensur geschwärzt. Ja, genau. Und auf den letzten Brief, den habe ich da nur in Kopie. Kopie. Warte, dann machen wir da wieder zu, Da hat dass er da so nichts geschrieben. passiert. Ja. Das war der Brief. Und das Da haben sie geschwärzt dann. Und das hat meine Mutter dann nach dem 45er Jahr, als ich war ja auf der Polizei, hat versucht, ob man das leserlich machen kann, weil das ist nicht gegangen. Ich muss jetzt dazwischen reden. Ja. Du? Kannst du das schon machen? Wie ist es aufgebaut, einen Kontakt zur Polizei? Mit den heutigen Methoden geht sowas, ja. Ja, da müsste man wissen, ob der Brief auch da Ja, der ist auch, den ist müssen auch wir dabei. aussuchen. Ist auch dabei. Ist auch Weil dabei. das Ist alles ist dabei. schon. Das Alles ist dabei. schon. So, die Kopie kannst du nicht leserlich machen. Aber vielleicht geht das jetzt. Ja. Ich meine, wir können es nicht, aber die Polizei Nein, ist schon kann klar, das, ist die schon Polizei. klar. Ja, vielleicht geht das, weil wenn auch so ein Zahlen ist, das ist uninteressant, aber da hat er sicher mehr geschrieben, weil da war es schon wurscht sozusagen. Ja. Und das ist der offizielle Abschiedsbrief. Der da, an Der dich. da, an mich. Ja. Und das ist das Gsiberli, 2. Was hat der für ein Datum? 15. März, am 16. ist er hingerichtet worden. 14. hat er es geschrieben, offenbar am Nein, 15. das ist zufällig ein Brief, den er normal schreiben konnte. Ja, da hat er mir genauso die letzte Seite geschrieben wie immer. Ja, aber er konnte in der Abgangszelle einen tatsächlichen Abschiedsbrief schreiben. Ja. Es ist da wirklich nur der Zufall, dass er an dem Tag schreiben konnte, das war sein Schreibtag. Ja, das war sein Schreibtag. Schreibtag. Später hingeht, hat er an dem Tag nicht gewusst. Nein,
Weil da, Weil wie das gesagt, am hat letzten Tag haben sie eine Zähne aus der Genau. Zähne geholt, So. aus der Das Todeszähne war- und in die Aufgangszelle dort. So, und das sind Sie da jetzt. Ja, genau. Und das war, du siehst noch, wie es gefalten war. Siehst du das? Ja, So schmal? ganz klar. Weil meine Mutter hat ihm warme Unterhosen gekauft, das hat er zu Hause nie getragen. Und da war ein Körperbandel oben drin zum Binden. Und da, das sind Zeitungsenden. Weil das ist das weichste Papier, was wir gehabt Das heißt haben. aus der Zeitung am Rand. Am Rand ausgeschnitten, dann ist so klar zusammengelegt worden und in das Körperbandel eingenäht. Und das, da hätten sie ganz genau greifen müssen, haben sie nicht da, weil in der dicken Unterhosen, und so sind sie rausgekommen und reingegangen. Und dann habe ich habe ihm sogar einen Detektor eingeschwindelt, am Mittersteig ist das gegangen. Und zwar ist er immer, er hat in der Wäscherei gearbeitet und wenn er die Wäsche am Dachboden aufgetragen hat, aufhängen, annehmen, hat er müssen über den Freiheitstrakt gehen. Und da habe ich ihn gesehen. Oder auf der Gassen, wenn Waschpulver gekommen ist und sie haben das angelangt und er hat es rausgetragen. Und das am Dachboden, das war eine offizielle Stirn und da waren so kleine Erker mit Fenster und dort sind die Sandsackeln gestanden für den Luftschutz. Das ist in alle Häuser gestanden, so ein Papiersackel. Und genau so ein Sackel habe ich jede Woche dazu gestellt mit Essen und allem Möglichen und unter anderem auch ein Detektor. Und dann bin ich einmal da oben gewesen, habe geschaut, ob ich ihn irgendwo sehe. Und da hat es einen gegeben, zu denen haben wir Aktenschane gesagt. Der hat so genagelte Schuhe gehabt. Von den Aufsehern? Naja, der ist nur Akten hin und her dran gegangen. Und ich war oben am Dachboden und her den unten gehe und glaubt, der kommt rauf. Und in mein Ding, ich darf nur nichts verraten. Und man denkt, wenn er jetzt raufkommt, springe ich da beim Fenster ab. Das habe ich mir wirklich fest vorgenommen. Und zum Glück hat der umgedreht und ist wieder weggegangen und ich bin runter. Also das war mein schönstes Erlebnis dort. So, das ist ja von ihm an euch. Das heißt, ihr habt ihm auch so ein Papier hineingeschmuggelt, damit er das dann beschreiben und ja, und er hat dann, er wird es weggeschmissen haben, nicht? Weil er hat ja das nicht drin aufhängen. Die sind natürlich weg. Bei uns aber sind das, halt was ein paar er euch überblieben. ausgeschmuggelt hat, das ist ja... Haben wir halt teilweise, da haben wir viel gehabt, aber es wird halt auch... Ja, das Schwierige war natürlich auch so ein Stift Ja. zu kriegen. Da hat er das ist ein Speiseplan, gell? Da hat er dann am Schluss, hat er dann zu meiner Mutter gesagt, das musst du mir verzeihen, ich habe immer von euch geträumt und jetzt träume ich nur mehr vom Essen. Weil es so wenig gibt. So gegangen haben sie. Ja, das ist natürlich interessant, dass er genau aufgeschrieben hat, was soll das sein. Ja, das ist einfach eine Beschäftigung gewesen, nicht? Weil sonst war es ja uninteressant. Nicht? Ich weiß auch nicht, von wo das ist. Rohgerste, Erdäpfel, Nudeln, Erdäpfel, Sägediener. Naja, es könnte sein, dass das nur am Mittersteig war. Weil im Landesgericht, also da war es. Ja. Nein, generell war es ja so, wirklich Kontakt mit dem, was der nur am Mittersteig hat. Ja, und wenn er bei einer Verhandlung war, als Zeuge. Das haben wir immer gewusst. Das war meistens im Justizpalast. Und wenn sie halt da rausgeführt worden sind, da haben sie müssen in einem Nebenzimmer warten, da habe ich mir auch noch was zugesteckt. Weil da haben sie uns ja nicht zugelassen. Ja. Nicht? Und wir sind auf der Seite gesessen und wenn er halt in der Nähe war, bin ich hingerannt und statt dass ich ihm so aufgesprungen war, habe ich ihm halt mir so schnell ein Puzzle gegeben und habe ihm da unten und er hat es in dem Ding rein und hat halt ein Wurstzimmer oder irgend sowas gehabt. Und das hat niemand gesehen. Meine Mutter hat dann oft gesagt, gell, heute ist da nicht gelungen. Nicht einmal die hat es gesehen, obwohl sie es ja gewusst hat. Nicht? Also, und dann haben sie mich immer da hinten so gepackt und so weg. Und
bei meiner Mutter ihren letzten Sprechtag im Landl. Im Landesgericht. Ich habe nie eine dürfen, aber ich bin immer mitgegangen und habe halt heraus gewartet und vielleicht, dass man beim Tierspalt einmal sieht oder so. Und da ist auf einmal die Tür aufgegangen, so eine ganze Weile, ich weiß gar nicht was, und ich bin einfach rein. Und das war also wirklich der letzte Du allein, ja? Ich allein, meine Mutter war auch schon drin. Ne? Na, er hat sich narrisch gefreut, bis halt einer gemerkt hat, dass ich da bin, dann haben sie mich da rausgeschmissen. Ne? Aber ein bisschen war ich drin, weil wie er am Landl war, habe ich, wie gesagt, nur mehr zu den Verhandlungen gesehen. Das heißt, er ist mehrfach als Zeuge vorgeführt worden, bevor Ja, er dann immer selber wieder. verurteilt worden ist. Ja, auch nachher noch. Ach so, nachher. Wir hätten, also am 17. hätte man noch sollen sehen, da war irgendeine Verhandlung und er hätte sollen auch kommen und ist nicht gekommen. Und meine Mutter hat sofort gesagt, März 43 jetzt. ja, am 16. ist er hingerichtet worden und am 17. hätte man ihn einmal sehen sollen. Und haben sie dann die Verhandlung vertagt, weil die Zeugen nicht erschienen sind. Da haben sie es einen Tag vorher umgebracht. Und meine Mutter ist mit mir natürlich ins Landesgericht zum Seelsorger, der ja immer dabei war bei den Hinrichtungen. Das weiß ich nicht. Und der war ganz entsetzt, dass meine Mutter das weiß, weil das war ja erst am Tag vorher. Und ja, meine Mutter hat gesagt, ich weiß das. Und dann hat er halt hin und her dann hat er gesagt, ja, also er ist erhobenen Hauptes, ohne christlichen Beistand, ist er halt zur Hinrichtung gegangen. Und dann hat meine Mutter, das habe ich aber nicht gewusst, sie hat immer Gift reingeschmuggelt, vorher schon, zur Verhandlung, weil er hat mir halt gesagt, er möchte halt nicht unbedingt geköpft werden. Und da hat sie ihm zur Verhandlung einen Ledermantel eingebracht und da hat sie ihm die geflochtenen Lederknöpfe, das hat sie aufgemacht und da, wie es zu den Gift gekommen ist heute schwer und damals fast unmöglich, aber sie hat alles geschafft. Und da hat sie ihm das Gift eingegeben. Und jetzt wollte sie wissen, hat er das jetzt genommen oder nicht. Und hat irgendwen bestochen, wie es das immer gemacht hat, weiß ich nicht. Und ist in das Anatomische, oder da hat es das Anatomische und das Gerichtsmedizinische. Und im Anatomischen waren die. Und wenn er aber nicht geköpft worden war er im Gerichtsmedizinischen gewesen. Und sie hat dort dann bestochen und sie hat ihn noch gesehen. Da sind sie aufgeschleicht gewesen, geköpft zwischen die Füße und sie hat ihn nur mehr kennt an einer Deformation am Nagel. Sonst hätte sie ihn nicht mehr kennt. Die haben alle gleich ausgeschaut. Verhungert. Wann hast du zum letzten Mal gesehen? Ist du reingelaufen? Ja. Ja. Also Sprechtag. Das war am Sprechtag, ja. Verhandlung haben wir nicht mehr am Gang gesehen. Ne? Und seine Verhandlung ist ja über 2 Tage gegangen, 14. und 15. Dezember. Und da sind wir den ganzen Tag herausgesessen, weil eine hat niemand dürfen zur Verhandlung. Das heißt, aber ihr habt draußen gewartet? Ja, 2 Tage sind wir dort gesessen. Weil Das war war im Justizpalast, war das? Ja, sofort. Dann kannst du ja sagen. die erste Seite schon. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Sogar, dass er bei den Naturfreunden war. Da war Gut, aber das ist 43, ne? Das ist die Mappen für 43, der Umschlag.
Oder ist das nicht? Nein, das ist. Weil ich habe Da da steht zwei. nur Da, eine Zahl drauf. ja, ich habe da zwei, da ist alles drinnen. Ne? Das ist so ein Brief. Was für ein also. Da ist die Geheimschrift drauf. Kommst nie drauf. Wir haben es dann mit Strichen gemacht. Dann war das. Du hast da müssen den Brief zuerst schreiben und dann anschreiben, nur mehr, weil da waren praktisch zwei Briefe in einem Brief. Ja. Das war ABCD. Ja. A, B, C, D, E, immer 5 in einer Reihe. Und da hast du zum Beispiel A war 1 senkrecht, 1 waagrecht. Und da hast du müssen einen Zwischenraum lassen. Und am Schluss, wenn der Buchstabe zufällig zwischen zwei Wörter gekommen ist, haben sie einen kleinen Schlingel gemacht.